Die 5-Minuten-Terrasse. Hallo Sven. Hi, freitragend in 5 Minuten aufgebaut. Ja, zurzeit eine Nutzlast. Was wiegt die Nina? Nina, was wiegst du? Was ich wiege? Dein Gewicht? Das ist aber gemein. Sag mal. 50. 58 plus X. Und das Ganze ist belastbar mit wie viel Kilo? Du, wir waren am ersten Tag mit 10 Mann da drauf gestanden. 10 Mann? Ja, das heißt dann durchschnittlich irgendwo 750 Kilo. Das heißt, bei so einem großen Auto wie diesen MAN, der 19 Tonnen hat, ist es auch sehr stabil, weil das Auto in sich ja sehr stabil und tragend ist. Ne? Und das Coole ist halt, deswegen freitragend, viele der Lösungen, die es ja schon gibt, benötigen Stützen vorne. Die benötigen wir nicht, weil die Konstruktion eben so angesetzt ist, dass das ganze Podest unterteilt ist. Kannst du mir mal einen Gefallen machen? Nimm mal gerade das Schild weg, sonst sieht das so aus, als wäre das der Träger von der Terrasse. Das ist praktisch wie so ein Zaubertrick. Also nichts drunter. Es ist nichts drunter, ist freitragend und es bewegt sich natürlich ein bisschen, wenn man da drauf rumsteigt. Ja, aber bitte mal dynamische Last ausüben. Kannst du das mal machen? Mal aufstehen, ein bisschen springen? ja, mit einem. Das ist Nina, Schreinermeisterin, 23. So, die kann rumhüpfen. Ja, dann hüpft das Auto halt. Das macht ihm nichts, oder? Ja, das macht ihm nichts. Ja, macht ihm überhaupt nichts. Also wir haben da echt schon drauf gechillt am ersten Tag, ohne die ganzen Sachen, so mit dem arabischen Teppich drunter. Und warum ist es so? Ich will es kurz erklären. Wir haben dieses Podest in 3 einzelne unterteilt. Ne? Also das heißt, wir haben ein Segment, das zweite und das dritte und haben uns was einfallen lassen, die auch in der Konstruktion relativ nah zusammenzusetzen. Das heißt, wir haben ein eigenes Rollenauszugssystem kreiert dafür. Das sieht man hier, ne? Das ist die obere Stützrolle. Unten laufen auch, wenn du drunter guckst, Führungsrollen sehr solide mit eigenen gasdichten Lagern und vorne noch eine Verbindungsstrebe, die man schnell demontieren kann. Das Coole daran ist tatsächlich, ich kann es nicht nur auf der Beifahrerseite nutzen, sondern ich kann es auch, wenn die Sonne dann ihren Verlauf hat, können wir das ganze Podest auch rüber auf die Fahrerseite schieben. Achso, das ist durchgehend. Wie du das kennst bei den Schillerauszügen, die auf beiden Seiten. Genau, du kannst es auf beiden Seiten nutzen. Und wir hätten auch die Möglichkeit, bei längeren Autos 4 einzelne Auszüge zu machen. Dann hätte man auch die Variante, ein Doppelpodest auf der linken und ein Doppelpodest auf der rechten Seite zu nutzen. Also das heißt, es universal zu teilen. Ne? Hier sind es ja nur 3 Auszüge, ungefähr 3,20 Meter lang und im Auszug etwa 1,90 Meter. Geht das noch weiter raus oder ist hier Ein Feierabend? kleines Stückchen, die sind halt arretiert. Ne? Also das heißt, wir haben, und das ist jetzt so die letzte Position, man könnte noch mal 15 cm weiterlaufen, aber dann ist die Belastungsfähigkeit nicht ganz so hoch. Ne? Und hier sind so Gleitlager. Nee, das sind Rollen. Das ist das Nee, hier an der Seite. Das ist im Prinzip ein Gleitlager, was es in der eingefahrenen Position auf Führung hält. Das ist auch nochmal eine Führungsrolle, damit es nicht während der Geländefahrt anfängt, in der Ruheposition in der Mitte anfängt zu scheppern und sich selbstständig zu machen. Also das läuft relativ press und straff in die mittlere Lagerposition. Tobi, geh mal rauf. Ja. Und ihr bleibt da bitte mal sitzen. Und stell dich mal ans äußere Ende. Mach mal ein bisschen dynamische Last. So, dann hast du kurz Zeit, eine Sekunde? Wenn du mal kurz raufgehst, bitte. Okay. Mach das mal gerade. Ja, genau. Ich brauche mal hier ein lebendes Gewicht. Ungefähr dein Gewicht, was wiegst du? 95. 95, sehr gut. Du vielleicht auch mal mit drauf? Ah, ich wiege auch 95. Ja, auch 95? Nee, du wiegst dann maximal 30 Kilo. So, das ist Nummer 3. Noch Freiwillige hier. Willst du mal kurz raufgehen? Geh mal kurz rauf. So, und du vielleicht auch noch. Magst du mal kurz rausgehen? Meinst du, mein Gewicht hält er aus? Ja, kein Thema. Das ist, Ich komme da nur nicht hoch. doch, du kommst da hoch. Das wird schon gehen. So, das sind jetzt, ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Coole ist, du hast ja 3 Segmente und jedes Segment kann, da haben wir noch einen drauf und vielleicht du auch noch? Wir beide noch? Ja, mach mal. Zu zweit? Du Ja, zu zweit. Wir können beide drauf. Was? Das Podest hält, aber jetzt fällt der LKW da um. Achso, der LKW fällt um. Fällt der wirklich um? So, und jetzt haben wir 10 Leute und ich zeige das mal gerade. Das wird mein Startbild. Könnt ihr mal alle so, dass ihr meine Kamera sehen könnt. Dass die kleinen Personen vielleicht nicht so absichtlich sich verstecken. Bitte da hinten. So, sehr, sehr schön. So, Produkttest. Warte, ich zeige das mal gerade, dass wir das drauf haben. Vielen Dank, dürft alle nochmal runterkommen.
Applaus. Bitte mal Applaus hier. Die mutigen Zirkustiere. Das gibt es zum Kaufen. Das Podest kann man kaufen. Erstmal vielen Dank. Nee, hattest du das Gefühl, unsicher zu sein? Nee, überhaupt nicht. Ich habe aber auch ein Fahrzeug von ihm und Ach so. die Bühnen sind sehr stabil. Die Bühnen sind sehr stabil. Ich zeig das mal. Aber was soll hier schief gehen? Jetzt mal ehrlich. Ich wollte gerade sagen, da passiert gar nichts. Die würden erstmal durchbiegen, glaube ich. Oder? Ja. Das ist. Also, das war jetzt mal der lebende Beweis. Vielen Dank erstmal an alle Statisten, die drauf waren, inklusive Tobi. Als du das konstruiert hast, ist für dich die praxisnahe Anwendung viel wichtiger als die Optik. Trotzdem hast du beides hinbekommen. 5 Minuten sagst du, und das wollen wir jetzt mal beweisen. Nina, du bist Schreinermeisterin 23, so texte ich immer die Sachen an. Was ist das für ein Holz? Ja, da bin ich jetzt gerade mal direkt überfragt. Das ist so eine ähnlich wie Teakholz, aber es ist kein Teak, ne? Irgendwas. Ja, genau, Das ist halt so ein bisschen ein sehr, sehr hartes Holz, aber kein reines Teak. Das verwenden wir meistens dafür, weil es etwas preiswerter als Teak ist und eine ähnliche Eigenschaft hat wie Teak. Ne? Splittert das? Das ist relativ splitterfrei. Ne? Man sieht natürlich jetzt in den Ecken, dass es wie Holz überall zu einer Rissbildung neigt. Kann ich Teak haben auf Wunsch? Kannst du auch Teak haben auf Wunsch. Du kannst jede Holzsorte auf Wunsch haben. So, klär mich mal auf. Wichtig sind ja Holzsorten mit einem leichten Ölanteil, die dann lange draußen halten. Mit dem leichten Ölanteil. Mit einem starken Ölanteil. Ja, klär mich mal auf. Ich habe ja keine Ahnung. Ja, also das Wichtigste ist halt, dass das Holz sehr hart ist in sich, also die Holzstruktur. Und das ist halt, da gibt es ganz viele komplizierte Tabellen. Okay, das heißt, ihr kennt von jedem Holz die, was zum Beispiel, was ein Wert? Boah, die Werte kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen, aber da geht es halt darum, wie beständig die gegen Nässe sind und so weiter. Da gibt es Feuchtigkeitsklassen und die unterteilt werden und demnach entscheidet man dann halt, was für ein Holz für einen Außenbereich geeignet ist. So, und das hier ist ja meistens auch nicht im Regen, das kommt mit hinzu, weil es ja eingezogen ist. Das fährt ja unter das Fahrzeug. Ne? Also im normalen Fahrbetrieb ist es zentral in der Mitte unterm Fahrzeug. Und insofern wird es ja da auch nicht nass, vielleicht ein bisschen staubig. Ne? Aber wir nutzen das Holz schon seit einigen Jahren auch für unsere Standardauszüge und normale Podeste. Und das hat in erster Linie auch diesen Vorteil. Wir hatten früher Aluminiumbleche zum Beispiel oder halt Blech im Allgemeinen. Und dann wurde es immer zu heiß. Ne? Also das heißt auch der Aufwärmungsfaktor von einem natürlichen Werkstoff wie Holz ist nicht so und man kann sich nicht drauf bewegen. Ne? Riesenproblem ist WPC. Wenn du da das richtige Material verwendest, kannst du die Füße verbrennen. Ja, mit Barfuß schon, ja. Habe ich schon erlebt. Also bist du irgendwie drauf, diese Kunststoffpaneele und so weiter, das hier ist echtes Holz. WPC ist ja ein Kunststoffverbund aus Holzfaser teilweise und hier ist es natürlich erst echtes Holz. Ne? So, 5 Minuten ist das Versprechen, das werden wir jetzt mal ausprobieren, ob wir es schaffen. Wir machen es mal mit einem Podest und nehmen den Stuhl rüber, dass ihr das zumindest mal seht. Das heißt, du kannst es modular ausfahren? Ich kann das modular ausfahren und einfahren. Ne? Das heißt, wir nehmen jetzt mal modular diese eine Seite. Ich komme mal runter zu dir. Ja. Das heißt, du musst doch hier ein bisschen Druck. Abräumen, ne? Und ich muss mal jetzt hier, haben wir so, dass wir die Flacheisen montiert, dass wir das Podest, die beiden untereinander fixieren auf einer Ebene. So, dann muss ich mal ein bisschen, kannst du also werkzeugfrei lösen. Ist der Einzug 12 oder 24 Volt? Der Einzug ist Manpower geschuldet, aber man könnte es natürlich, die Frage kam tatsächlich auf der Messe jetzt ein paar Mal, man könnte es auch elektrifizieren. Ne? Man könnte natürlich, aber ich halte es ein bisschen, was sollst du da? Schiebst du rein und fertig. So, genau. Wir haben zur Verriegelung hier nette Verriegelungsgehilfen. Da ist einer auf der Seite, der andere, da muss ich mich ein bisschen klein machen, ist auf der anderen Seite, der ist sogar noch offen. Den haben wir gar nicht zugemacht, damit es sich leicht bewegen lässt. Und dann fahre ich das ganz, ganz leicht mit einer Hand. So, jetzt rastet er natürlich wieder ein. Achso, du kannst ihn auch teilweise ausfahren. Dann wird die Stabilität natürlich höher. Ich kann den jetzt teilweise ausfahren und könnte den auch ganz normal als Einstiegspodest nutzen. Ne? So, und jetzt bin ich mit diesen welchen da auf der Mittelposition, kannst da auch wieder arretieren. So, und wenn ich es auf der anderen Seite brauche, weil ich denke, die Sonne ist gewandert und ich will weiter in der Wärme sitzen, gucken wir mal rum. Schauen wir mal gerade. Um das gleiche Maß. Jungs, danke mal kurz. So, ne? Fahren wir es ums gleiche Maß. Mach mal gerade auf. Ja. Ja. Wir haben ein bisschen abgesperrt. Fahren wir es hier ums gleiche Maß, fahren wir es auf der anderen Seite wieder raus. Ne? So, ne? Das heißt, das ist jetzt. Ne? Ja. Genial. Das kann nicht rausfallen, ne?
Ja, das hat Endanschläge, es kann nicht rausfallen und ich arretiere es jetzt wieder mit dem kleinen... Blöde Frage, kannst du eins auf der Seite und den Rest auf die andere? Ist ja gerade so guck im mal, Moment. Das ist ja das Coole. Man könnte jetzt, wenn man noch eine längere Kabine hat, noch eins bauen und dann kannst du 2 auf die Seite, dann kann einer hier sitzen und 2 auf die andere Seite. Also das heißt, du kannst die Terrasse auch beidseitig nutzen. Ne? Hier ist es jetzt Vereinstuhl. Was das total geil ist, du stehst an einem Kai, an einem Fluss, Könntest du auch als kannst als Sprungbrett benutzen. Genau, ja. Das könntest du auch machen, wenn du relativ nah am Wasser stehst, kannst du natürlich das als Einzelsprungbrett benutzen. Ja, und dann genauso wie wir es auf dieser Seite fahren, können wir es natürlich jetzt wieder in die Ruheposition. Die Ruheposition ist also dementsprechend die mittlere Position. Ja. Kann ich das auch verriegeln mit dem Schloss? Das könnte ich jetzt auch abschließen. Ja, das machen wir. Wir sind ja immer kurz vor Ladenschluss. Das heißt, das ist tatsächlich die erste Prototyp. Das ist das erste seiner Art und das ist noch nicht ganz bei 100%. Das heißt, da gibt es noch eine Schlossverriegelung dann rein. Wir haben da noch ein bisschen was dran zu tun, aber zumindest ist es ja eindeutig, wozu es gut ist und was für einen Nutzen. Ist es hier ein Kundenprojekt, was wir sehen? Nee, das ist so mein eigenes Auto. Also wenn jemand Interesse hat, wäre es eventuell auch zu erwerben. Ich bin da immer ein bisschen unsicher teilweise, weil mit 2 Autos kann ich nicht fahren und mein anderer MAN, der ist so ein Markenzeichen von uns geworden und ich würde mich auch von dem trennen. Und der da? Der da, das ist unser, gibt es jetzt schon das Video mit dir, ne? Und mit Tommy noch, Tommy und Tobi, ne? Das ist unser Phoenix 2022er Renntruck, ne? Ein Iveco. Stimmt, da haben wir ein Rennen Ja, gemacht. genau, da haben wir ein Rennen gemacht mit fast 600 PS, also relativ spannendes Fahrzeug, ne? So, die Ja, 5 wir fahren wieder Minuten, rüber, die 5 Minuten. 5 Minuten Terrasse. 19464, fast 500 PS, 19 Tonnen. Machen wir gleich zu. Und hier hast du die Daten nochmal aufgeschrieben. Also die 5-Minuten-Terrasse. Sag mal, wird das mit einem R geschrieben oder mit 2 R Terrasse? Boah, das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt fast auch, passt oder passt nicht? Mit 2 würde ich sagen, ne? Ja. Terra. Bitte? Terra. Terra, okay, also mit 2 R. Gut, ist nicht so schlimm, aber war ja kurz vor knapp. MAN F2000 19464 mit Holzterrasse dank der freitragenden Terrasse. Welchen 5 Minuten aufgebaut ist, thront man über allen. Okay, verstanden. Preis, was kostet was? Oh, wir haben jetzt die Endkalkulation noch nicht fertig, aber das ist ja ein Teil des Zwischenrahmens und mit dem Zwischenrahmen wird es mit Sicherheit in der vollen Ausfahrgeschichte mit 3 Podesten deutlich über 20.000 Euro liegen. Ne? Aber mit dem Zwischenrahmen, ne? Weil das ist ja ein Teil des Zwischenrahmens. Das sagen wir mal gerade. Das ist der Zwischenrahmen, das ist der Hilfsrahmen, der liegt auf dem Hauptrahmen. Genau, das ist ein Hilfsrahmen und wir haben jetzt uns einer sogenannten Krantraversen-Konstruktion bedient. Das heißt, die Ausfuhrschub-C-Profile sind ein Teil der statischen Konstruktionselemente des Zwischenrahmens und der hat dadurch an seiner Eigenschaft Krafteinleitungen in die Kabine auszuführen, nichts gelitten. Also das ist ultra steif. Wir haben simuliert, wir können ja SolidWorks Simulation auch durchführen und der ist also gut genauso stabil wie jetzt ein normales Rohrgerüst. Ne? Ich muss noch gerade das Logo filmen. Wer hat das Logo entworfen? Weil das kenne ich irgendwoher, ich komme gerade nicht drauf. 5 Minuten Terrasse, gehört habe ich schon mal. Ich tue mir da ein bisschen schwer, ich gebe es dazu, es war ein leichter Klau, weil es geht halt darum, dass die ohne Stützen in 5 Minuten nutzbar ist, die Terrasse. Ne? Kommt doch. Liebe wir Leute, wir haben da so auf bitte Schnellgericht. keine Abmahnungen, es ist eher humoristisch gedacht Genau, und schnelle, gute ist ja auch ein bisschen Werbung für euch. Viele sind nämlich hier rumgelaufen mit 5-Minuten-Terrinen und haben dann gesagt, oh, esse ich auch gerne. Ja. Ich mag besonders gerne die 5-Minuten-Terrine mit Fleischklößchen und Püree. Kennst du die? Ich kenne die, aber ich finde so eher für die Spaghetti Bolognese. Die Spaghetti Bolognese, die muss aber länger ziehen lassen. Bisschen. Aber ich habe immer ganz gern mal irgendwo auch ganz gern. Die Nachteil ist bei der Püree mit den Fleischbällchen, kennst du die 5-Minuten-Terrine? Püree-Fleischbällchen? Kennen Sie? Selbstverständlich. So, die muss man richtig gut umrühren. A, wird sie dann gut verteilt. Ansonsten hast du das Problem, weil es ja kochendes Wasser ist, dass du dich verbrühen kannst. Also gut umrühren. Gut umrühren und gut ziehen lassen, damit alles auch schön ein bisschen weicher wird. Nicht so. Aber was ist deine 5-Minuten-Terrine, Lieblings? Ich esse es tatsächlich sehr selten. Du? Okay. Eher so asiatische Nudeln. Ja, ist okay. Also ich bin bekennender 5-Minuten-Terrinenesser und das ist die 5-Minuten-Terrasse, ist natürlich humoristisch angelagert. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei 4Wheel24 und das Ganze ist in Hasloch im Spessart. Dort hast du ein riesen Konstruktionszentrum mit über
30? Ein bisschen über 40 Mitarbeiter. 40 Mitarbeiter mittlerweile. Du selbst hast was studiert? Ich habe mal Maschinenbau studiert, ja, so im Fachbereich für Energie- und Wärmetechnik und ja. Du kennst dich ein bisschen aus, aber du hast Konstrukteure, die sind gerade da vorne. Vielleicht können wir ihn gerade mal ganz kurz stören. Hi. Servus. Servus. Ganz kurze Frage nur an dich. Hast du die 5-Minuten-Terrasse konzipiert? Mit konzipiert, ja. Wir machen das ja immer im Team bei uns. Unsere Konstrukteuse mit den langen Haaren. Warte, wenn du mal kurz herkommst, komm mal her. Dann kann ich mal zeigen, was zu essen gibt. Heute gibt es Currywurst mit Pommes und Mayo. Du bist der? Josh. Josh. War das kompliziert, die zu entwickeln, oder hat es Spaß gemacht? Beides ein bisschen, ne? Also, es ist, ja, die Technik stand ja schon. Wir haben ja vorher schon mal sowas Ähnliches gebastelt. Wir haben es jetzt halt noch adaptiert darauf dahin, dass es halt komplett durch den Zwischenrahmen durchschiebbar ist, dass du auf beiden Seiten sitzen kannst. Auf dem Prinzip her ist es dasselbe wie vorher. Das ist ein einfaches Rollenführungssystem. Wie die kleine, die ihr immer hattet. Die hier drüben, genau. Sag mal, ist Feedback hier auf der Messe, ist es cool, wenn man was zurückkriegt? Ich würde sagen, es ist schon schön, wenn jemand sagt, hast du gut gemacht. Egal ob jetzt Terrasse, Heckträger oder sonst was. Hast du gut gemacht. Also ähnlich. Anders formuliert, aber ja. Ganz gut. Schon schön, wenn man weiß, dass irgendwas gut ankommt. Fein gemacht. So, da ist es, VW24. Ihr habt unglaublich viele Konstrukteure. Das Ganze wird auch simuliert sogar in der Software. Du kannst sogar die Durchbiegung simulieren? Genau, also wenn ich die Last kenne, weiß ich nicht, da stehen jetzt 2 Personen vorne drauf, Lastabstand von. Dann kann man auch mal gucken, reicht der Rohrquerschnitt? Oder, ja, ich habe es gesehen, war abenteuerlich. Dafür war es nicht ausgelegt. Aber ihr habt gesagt, da standen schon 10 drauf. Deswegen war das nicht so unerprobt, die jetzt da sind. Sieht nur trotzdem so ein bisschen komisch aus, ne? Aber wir sind aber in Deutschland, sind wir ja, ich sag mal, immer mit so Vielfachen von dem, was es halten soll und so. Genau, der Sicherheitsfaktor, der ist natürlich auch mit drin, ne? Also theoretisch halten die Dinge immer mindestens mal das Doppelte aus. Aber du weißt halt nicht, es ist ein Unterschied, ob da einer draufsteht oder einer drauf rumhüpft. Ja, das haben wir eben, dynamische Last haben wir, aber ich glaube mit den 10 Personen, das war ja mal ganz vorbildlich. Ja, ich vertraue dem Ding jetzt ein bisschen mehr. Ansonsten kann man es ja noch massiver machen. Was ist das für ein Stahl, was du verwendet hast hier? Ganz normaler Baustahl. Was für einer ist das? S235. S235, der geht dann in die Verzinkung oder wie? Ja. Und Kontaktkorrosion hast du keine hier vorne? Wir haben es ja abgefugt, ne? Abgefugt, zeig mal. Wenn du mir mal kurz, mal kurz erklärst, was ist zu tun, damit das eben nicht rostet an der Stelle. Es darf einfach sich nicht einmal nicht berühren, beziehungsweise du brauchst einen gewissen Abstand, wenn das Ding nass wird. Stichwort Galvanik, dass da kein Strom fließen kann. Das habt ihr dann entsprechend berücksichtigt. Genau. Irgendwann wird es wahrscheinlich mal einen Ticken Rost geben irgendwo, aber das ist schon sehr gut gemacht, oder? Ja, wir verzinken halt auch deswegen ganz gerne und lassen das oft auch stumpf so. Das ist dann nicht ganz so optisch reizvoll wie jetzt eine pulverbeschichtete oder dunkel lackierte Fläche, ne, für viele Leute. Aber es ist halt zweckmäßig, weil du musst so sehen, das ist jetzt irgendwo ein Zink wie in einem Geländer, der 30, 40 Jahre hält. Der ist auch sehr abriebfest und wenn ich das jetzt pulvern würde, lackieren würde, hätte ich sofort verkratzt. Ne? Und so kriegt es eine gewisse Patina, so ein leichtes, schmuddliches Grau und sieht in 10 Jahren noch genauso aus. Gut, vielen Dank. Die 5-Minuten-Terrasse, freitagend in 5 Minuten aufgebaut. Ja, ein humoristischer Einlager von VW24. Tschüss.